Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute habe ich zwei Testbier-Vergleiche, also 4 Biere jeweils gegeneinander verglichen, die ich beide zur Vorbereitung für meinen Fuller's Party Guy machen möchte, der tatsächlich gerade neben mir kocht, den ich aber natürlich in einiger Zeit erst veröffentlichen werde, wahrscheinlich kurz nachdem ich das hier veröffentliche, dass das so zusammenpasst. Ich habe einmal hier einen Vergleich zwischen der Fuller's Hefe von Imperial A09, also das ist die Pub Ale Yeast. Das ist also die kommerzielle von den dreien, White Lab, Wyeast und Imperial, wo man sagt, die hat am meisten diese Ester, die man gerne möchte. Orangenmarmelade zum Beispiel. Und dann habe ich aus Fuller's Flaschen hochgezogen, also es gibt in Deutschland auch Fuller's Flaschen erhältlich, die flaschengereift sind, die Originalhefe von Fuller's. Und ich habe die beide im gleichen Raum, zur gleichen Zeit, mit der gleichen Temperatur vergoren und auch die gleiche Stammwürze. Also das Bier ist in beiden Fällen eigentlich ein Starter gewesen, für vor allem für die Fuller's Originalhefe, die zu dem Zeitpunkt noch ein sehr kleiner Bodensatz war. Nämlich, ich glaube, 25% Haferflocken als Nahrung für die Hefe mit den Lipiden. Das hilft, dass die sehr vital wird. Und dann einfach beide Hefen da rein. Und gut, die Anstellrate ist natürlich jetzt nicht sehr genau bei mir, das kann ich so nicht messen. Aber alles andere ist gleich und ich habe das Fuller's Profil gewählt, das heißt bei 17 Grad angestellt, bei der Gärung auf 20 Grad kommen lassen und dort gehalten und gegen Ende auf 17 Grad runter. So, dann probieren wir mal. Also ich habe hier links die Fuller's Original. Kohlensäure bin ich mir jetzt nicht sicher. Ah, okay, das ist eine gute Menge. Die Fuller's A09, also die Imperial A09, die hat sich sehr schnell abgesetzt und die andere, weil sie ja so ein kleiner Bodensatz am Anfang noch war, die hat sich nicht so schnell berappelt und die musste dann ein bisschen länger warten, bis sie klar wurde. Allerdings haben beide ein super solides Sediment gebildet, also was die physikalischen Eigenschaften angeht, scheinen diese Hefen definitiv gleich zu sein. Ja, ähnliche Carbonisierung. Da bin ich jetzt auch nicht 100% sicher, dass es mal gleich geklappt hat, weil ich kann unmöglich ich habe dann zwar immer die gleiche Stammwürze für alles, weil das ja ein Bier ist, was ich aufteile für verschiedene Sachen, aber ich kann dann nicht jedes Mal nachmessen, wie dieser Endvergärungsgrad ist, Schnellvergärproben machen, gucken, dass es alles gleich ist. Da kommt ein bisschen mehr noch. So, die hier spült sich tatsächlich jetzt schon so ein bisschen hoch, die hier aber auch ein bisschen. Also, das sind meiner Meinung nach beides so dicke Bruchhefen, die dann doch, wenn man schnell einschenkt, hochtreiben. Beide Biere haben einen kleinen Chill-Haze, wobei das mit der Fuller's Original, wo ich auch den Eindruck hatte, dass die sehr schlapp waren, ist jetzt nicht so klar geworden. Das kann sein, dass die Hefe sich einfach nicht so super abgesetzt hat. Ja, sehr fruchtig. Könnte ganz kleiner Essigstich sein. Ich habe das wieder in den Messbechern. Ne? Kleine Mengen mache ich gerne in den großen Messbecher und fülle die dann hoffentlich schnell ab. Kann sein, dass das hier so 1 oder 2 Tage zu spät war. Ganz kleine Essignote. Hier überhaupt nicht. Dadurch, dass die später langsamer vergoren ist, hat die wahrscheinlich länger CO2 produziert und den Kopfraum weggewaschen. Das ist sehr gut. Aber das kann ich hier locker rausnehmen. Hier ist ein ganz klein bisschen Banane drin, meine ich, was natürlich jetzt die müde Hefe wäre. So, und jetzt gucken wir mal, ob ich den Geschmack unterscheiden kann. Ja. Sehr lecker, sehr klar. Nicht so echt orange, also jetzt im Nachhinein wird es klare Orange. Am Anfang war das noch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich das Pale Ale Malz, was ich benutze, so eine Honignote mit dabei. Aber es ist auf jeden Fall ein orangiger Nachgeschmack, auch sehr klar orange, ja, bin ich jetzt im Nachhinein doch überrascht. Gar keine Zweifel oder so, nicht irgendwie zitrusig oder vielleicht doch Limette, Zitrone, ganz klar orange. Gleicher Antrunk, auch der Honig dabei. Nee, ist weniger. Ist ganz schwach. Und dadurch auch sehr schwer als Orange zu erkennen. Also man merkt, dass da eine Fruchtigkeit ist aber schwächer. Die Art des Geschmacks ist gleich, allerdings, das kann natürlich an der Anstellrate liegen. Ne? Kann sein, dass ich hier, dadurch, dass ich deutlich mehr hatte, halt viel mehr Hefe reingetan habe. Es ist aber vergleichbar. Also ich finde es jetzt nicht dramatisch, wenn man sagt, man nimmt die Imperial Yeast A09 und nicht die vom Fuller's Bodensatz. Aber ich habe den Fuller's Bodensatz hier noch weiter gestreckt und werde ihn dann eben in den anderen Bieren verwenden. Mal gucken, ob ich da dann noch einen Charakter rausschmecke, der mich nochmal mehr überzeugt. So würde ich jetzt erstmal sagen, Intensität ja, ein bisschen mehr, aber war auch wahrscheinlich geringer angestellt, weil sie langsamer vergoren ist. Dementsprechend, ich glaube, da wird sehr viel Drama drum gemacht, ohne dass das ein großer Grund ist. Also, wenn ihr die Imperial Yeast A09 Pub Ale benutzt, erstmal nichts Schlechtes dabei.
So, dann kommen wir zum nächsten Bier, was hoffentlich jetzt schon warm ist. Ach, ich muss leider muss ich jetzt die Biere hier noch auftrinken. Sonst habe ich kein Glas leer. Ja, also große Schlücke nehmen ist bei so malzigen Bieren immer sehr hilfreich. Da ist ja jetzt typisch, wie ich das sonst auch immer mache, nur ein Bitterhopfen drin, da ist kein Aromahopfen drin, der das Ganze irgendwie beeinträchtigen würde. Und man merkt schon einen deutlichen Honigeinstich, der vielleicht vom PL-Malz kommt, vielleicht aber auch ein bisschen von der Hefe, wer weiß. Ne? Müsste ich jetzt im Quervergleich sehen. Ich habe hier gleich welche, das sind meine Referenzbiere mit der S04. Da werde ich einen Unterschied sehen. Bisschen cremigeres Mundgefühl bei der Original Fullers. Das kann aber daran liegen, die ist ja trüber, schmeckt gleichzeitig aber null nach Hefe. Also habe ich den Eindruck, dass die vitale Hefe mehr so die Proteine auch ein bisschen mit runterreißt, die noch in der Lösung sind. Also der Chill Haze sind ja langkettige Proteine, die man sieht. Vielleicht macht das so eine fitte Hefe, die dann sauber sedimentiert, eher weg und deswegen klar, als so eine etwas müdere Hefe. Hat also nichts mit dem Hefestand zu tun. So, gerade ausspülen. Nächster Test. Also, ich habe hier zweimal nicht mit Haferflocken, sondern ganz normales Pale Ale Malz und eben auch wieder nur Bitterhopfen, aber einmal 2,5:1 eingemeischt und einmal 5:1 eingemeischt. Da gibt es ja auch viele Beschreibungen. Ich denke mal, bei großindustriellen Anlagen ist das auch relevant, wenn man alles immer konsistent haben will. Die Frage ist, merkt man das überhaupt als Hobbybrauer? 2,5:1 bedeutet, um nachher auf die gleiche Menge Würze zu kommen, dass ich deutlich länger läutere und deswegen sagt man, die Spelzen und auch das Korn mehr auslauge und deswegen einen kernigeren Geschmack, eventuell auch einen bitteren Geschmack bekomme. So, dann gucken wir mal. Das hier ist ein bisschen überkarbonisiert. Ja, okay, ich habe die ein bisschen entlüftet, jetzt geht's. Ich hoffe nur, dass die jetzt nicht, weil sie doch sehr sprudelt, nicht noch Hefe mitreißt. Das wäre nämlich doof. Naja, da kommt die Hefe hoch. Aber ich habe schnell genug abgefüllt. Okay. Super. Werde ich nochmal kalt stellen, bevor ich den Rest trinke. Okay. Und das hier sollte ein bisschen weniger carbonisiert sein. Das ist halt jetzt, wie gesagt, 5:1. Ne? Ja, doch, ist auch was dran, ne? Kohlensäure. Ja, ungefähr gleich. In beiden Fällen hatte ich Probleme mit der Fertigstellung der Gärung. Und ich habe wahrscheinlich die anderen Testaufnahmen noch nicht veröffentlicht, aber das linke hier ist von den Karamell Hell, also Pale Crystal Malt Tests. Da waren die Biere, die ich mit Crystal Malt versetzt habe, dann deutlich schneller durch mit der Gärung und klarer, weil der Bier-pH niedriger war. Und das gleiche Problem hatte ich dann hier auch, weil hier musste ich, obwohl ich wusste, wie es besser geht, ja auch das gleiche Rezept nehmen, damit ich die beiden vergleichen kann. Also habe ich das hier nicht mit mehr Sauermalz oder sowas gemacht. Okay, 2,5:1. Erstmal ein bisschen Kohlensäure noch raustreiben. Dann kriegt man auch einen schönen Schaum. Ja, riecht sehr neutral. Bisschen hefig. Nicht schlecht. Deutlich weniger Honignote habe ich jetzt den Eindruck als bei denen hier. Vielleicht ist es ja auch sind es die Haferflocken, die diese Honignote erzeugen. Das müsste man nochmal gegentesten. So, nächstes. 5:1. Ja, ist vergleichbar mit der Kohlensäure. Die starke Kohlensäure hindert natürlich daran, das so richtig vom Geschmack mitzukriegen. Das lenkt schon ab, ne? Die Empfindung vergleicht zum Geschmack. Extrem ähnlich. Also ich merke jetzt, dass das erste klein bisschen mehr Hefearoma hat. Also so ein bisschen hefig schmeckt, als wären da noch Hefepartikel drin. Man kann ja mal gucken, welches von denen heller ist. Absolut gleich. Ja, wobei beim einen sieht man tatsächlich ganz viele kleine Partikelchen schweben und das andere ist mehr so Chill Haze trüb. Das ist also tatsächlich nicht perfekt gleich geworden, was schade ist. Aber verschieden oft maischen, das kann schon mal einen Unterschied machen. Tatsächlich ist wahrscheinlich auch die Enzymarbeit verändert, weil wenn ich unterschiedlich einmeische und gleiche Menge Sauermalz nehme, habe ich ja auch einen anderen Maische-pH. Das muss ich an der Stelle natürlich mit berücksichtigen. Könnte man, wenn man ganz präzise ist, nochmal machen und dabei den Maische-pH gleich lassen. Das wird aber richtig schwierig, dann den gleichen Bier-pH zu haben. Da darf man also nicht mit Sauermalz arbeiten, sondern muss schon die Mineralien anpassen im Wasser. Das hebe ich mir für später auf.
Erstmal würde ich sagen, extrem gleich. Also da gibt es keinen Grund, da Sorgen zu haben, wenn man Bier klonen möchte und es soll englisch werden, dass man da mit einer dünneren Maische anfängt. Ja, man merkt so eine leichte keksige Note vom Malz. Es ist vom Gefühl her schon relativ dünn, also kein großes volles Mundgefühl oder so. Das hat ein bisschen volleres Mundgefühl, was wahrscheinlich, wie ich vermute, wieder damit zusammenhängt, dass hier mehr Proteine drin sind. Das ist nämlich ein leichter, also deutlicherer Chill Haze drin. Ist aber in keinem Fall dramatisch. Ja. Ich würde sagen, da ist kein großer Unterschied. Also nicht, dass ich es bemerken könnte. Und natürlich, wenn ich jetzt in größerem Maßstab Biere mache, die sauber in einem Gefäß vergehre, wo nicht Sauerstoff rankommt und mir das eventuell dann noch verhagelt, das war ja bei dem hier ein bisschen mein Bedenken, dann würde man vielleicht irgendwo eine Sache sehen. Kommerziell, klar, da muss das immer alles perfekt sein, da würde man auch Unterschiede sehen. Ich würde erstmal sagen, mit meinen Techniken schmecke ich überhaupt gar keinen Unterschied. Also bei denen überhaupt gar nicht, hier schon, aber wahrscheinlich nicht aus Gründen, dass der Hefestamm anderer ist, sondern eher Anstellrate und solche Dinge. Ja, dann mache ich mal weiter mit meinen Fullers Bieren und ich würde sagen, macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Das Video mit den Fullers Sud kommt dann bestimmt bald.